Herzlich willkommen zu einer neuen Papiergeschichte. Heute werden wir mit diesen Produkten arbeiten und zwar ist es das Stempelset Joyful Holly, dann einmal wieder das Taubenset, wie heißt es noch? Taubenzauber. Und ich habe hier mal wieder diese kleine Glocke verwendet, weil die mir einfach so gut gefällt, aber das muss nicht unbedingt sein, aber das zeige ich euch gleich. Und diese kleine Embossing-Form, also dieser Embossing-Folder. Und was wir damit machen, wird sicher für diejenigen interessant sein, die die Möglichkeit haben, auf ein Basar zu fahren, also die Weihnachten was verkaufen wollen. Hoffen wir, dass das trotz Corona geht. Und zwar ist es dieser Engel. Ähm, Ich habe den schon mehrere Jahre immer gebastelt und auf Weihnachtsmärkten verkauft und er ist gut angekommen. Also es sind 3 Rocher drin, insgesamt sind es dann 4. Und in diesem Jahr halt besonders durch die schönen Taubenflügel. Also gefällt er mir besonders gut. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß, 15 mal 18,5. Dann das Falzbrett. Und gefalzt wird bei 3,5. Bei 7. Bei 10,5. Und bei 14. Dann umdrehen und bei 1. Und wieder mal drehen bei 4,5. So, jetzt brauchen wir das Falzbrett nicht mehr. Dann braucht man ein Geodreieck. Und zwar habe ich da jetzt so ein großes, aber es geht mit dem ganz normalen Lineal genauso. Ich finde es halt einfacher mit dem Geodreieck. Jetzt muss ich noch mal kurz in die Kamera. So, und zwar brauchen wir vom oberen Rand 3,5 cm. Und ich mache mir ganz links einen Strich vor der ersten Klebelinie und in der Mitte mache ich mir einen Strich. So, dann brauchen wir etwas zum Falzen und der Unterlage. Und die markierten Punkte verbinden mit dem äußeren Rand. Also das mit der äußeren Ecke. Wir machen uns da 2 Kreuze hin. Und von da in die Mitte. Und dann von hier in die Mitte. Von der Mitte wieder bis zu dem Kleberand. So. Dann müsst ihr euch noch was basteln und zwar, ihr seht, das ist schon wirklich oft benutzt. Das ist eine Schablone und zwar könnt ihr euch die einfach herstellen, wenn ihr euch ein Quadrat, also ein Rechteck zuschneidet, 12 cm mal 3,5 und dann euch da ein Oval einzeichnet. Boah, das ausschneidet, ein bisschen dicker, auch aus dickerem Karton und dann als Schablone verwendet, weil die brauchen wir dann, die brauchen wir auch dann öfter. Und zwar immer da, wo sich die beiden Linien kreuzen, auf dieser Linie, die da auch gefalzt ist, setzen wir das an, dass die untere Spitze an der unteren, ja, an der zweiten Falz liegt und die obere Spitze liegt an diesem Kreuz, was wir da gezogen haben. Und dann einfach da drum herum fahren. Dasselbe dann eins weiter, also da, wo es geht, wo das nächste Kreuz ist. Ich zeige es euch dann nochmal gleich von nah.
Kann man das so sehen? So ungefähr muss aussehen. Die Bleistiftstriche könnt ihr jetzt wegradieren. Und dann können wir es schon zuschneiden. Und zwar schneide ich hier das untere Kästchen komplett weg. Bei dem Kästchen schneide ich die Hälfte raus. Oder so einen Zentimeter ungefähr lasse ich stehen. Meine Schere schneidet nicht mehr bis zur Spitze. So. Ups. Dann. Ich schneide immer die Ecken so leicht an. Dann da auch wieder komplett, also dieser Zentimeter stehen lassen, komplett durch. Und total schief, gell? Egal. So, das. Dann werden diese beiden Dreiecke hier rausgeschnitten. Und hier schneide ich auch wieder so eine kleine Scheige rein. Also ich habe das auch schon mal gebastelt mit Weiß, also ich möchte gleich mit euch embossen, und zwar mit Weiß habe ich schon mal embossed, schaut auch toll aus, aber es ist halt nicht so, es springt nicht so ins Auge wie jetzt mit Gold oder Silber, und das Gold, das bietet sich halt an, weil das Rocher ja nun mal golden ist. So, dann habe ich den Stempel schon mal aufgezogen und mein Versamark. Und zwar, also das ist der Teil, der hinterher den Engelkörper in der Mitte ausmacht. Und vielleicht guckt man da, dass man da die meiste Zierde irgendwie aufbringt. Mein Versamark ist schon ein bisschen eingefärbt. Dann kann man hier einmal die Spitze noch und von da, von der Rückseite. So, das war's schon. Schmierpapier her. Und goldenes Embossingpulver. Oder je nachdem, was ihr möchtet, gell? Also es schaut in Weiß auch edel aus. Aber es fällt halt nicht so auf. Habe ich schon wieder mein Schwämmchen vergessen? Das gibt es ja auch nicht. So, da nochmal. Gut. Und embossen. So. Falten, also falzen tue ich das Ganze an dieser Rundung entlang, weil das wesentlich einfacher ist, finde ich. Und die anderen Falzlinien sind ja eigentlich nur Markierungen, dass du das überhaupt anlegen kannst mit der Schablone und so.
So, so haben wir schon. Das hier oben wird gefalzt. Und hier in der Mitte drücke ich dieses Mittelteil nach unten. Dann legt sich das eigentlich schon schön. Und ich falze es einmal so. Und dann haben wir das auch. Dann hier. Also wer möchte, kann natürlich auch den Verschluss unten zum Öffnen machen. Mir ist es dann halt öfter passiert, dass die Rocher unten rausgekugelt sind und deshalb mache ich das jetzt anders. So, zukleben tue ich das Ganze mit Flüssigkleber. Und ich klebe auch das hier unten direkt zu. Und dann mit irgendwas von innen gegendrücken, dass es schön verschlossen ist. Dann kümmern wir uns erstmal um die Flügel. Ausgestanzt habe ich die schon, aber ich möchte euch jetzt gerne zeigen, wie ich die hier in den Embossing Folder lege. Und zwar genauso, wie sie hinterher auch auf den Engel kommen. Dass man halt wirklich ja, das irgendwie so richtig geprägt hat auf jeder Seite. Weil jetzt sind zwar die Schnittkanten unterschiedlich, aber das fällt hinterher nicht mehr auf, wenn es dann geprägt ist. So, zuklappen und durch die Big Shot. Das mache ich jetzt mal gerade eben. So schaut es dann aus. So. Und dann, so wird es dann verschlossen. Ich möchte mir gern, dass die Struktur halt von vorne sichtbar ist. Deswegen tue ich auf die Strukturseite den Kleber. Wer das andersrum möchte, macht es anders. Das ist ganz egal. Es würde wahrscheinlich andersrum auch noch besser kleben. Das kann gut sein. So. Und es ist auch ganz egal, ob ihr da, also was ihr als Kleber benutzt, weil ich finde, wenn Transparentpapier geprägt ist, dann fällt es nicht mehr so wirklich auf mit dem Kleber. Jetzt kommen noch die anderen Flügel auch noch drauf. Das fand ich total schön, dass hier so ein zweites Flügelpaar dabei ist. So. Wenn die dann hinterher richtig gut getrocknet sind, könnt ihr die auch noch ein bisschen biegen. Das kennt ihr ja von mir. Ich mag das immer ganz gern, dass die halt ein bisschen mehr in Form kommen. Und ich nehme mir dann so ein Rocher und löse das Papier vorsichtig ab, ohne dass ich das kaputt reiße. Und klebe das halt so rum auf meine Verpackung. Dabei mal ein bisschen schauen, dass vorne der Kragen halt so halbwegs mittig ist. Manchmal reicht der Kleber, der hier dran ist, schon aus, um das zu halten. Aber ihr könnt sonst auch noch entweder Glue Dots oder wirklich das doppelseitige Klebeband nehmen.
Der Flüssigkleber, mit dem muss man da vorsichtig sein, dass es halt nicht an die Schokolade kommt. Das ist ein wenig blöd sonst. Weil so dicht schließen tut die Folie da nicht. So. Also, um das zu füllen, macht man jetzt einfach hier auf. Tut 3 Rocher rein. Mal gerade gucken, wo habe ich sie? Meine andere Füllung. Der Rest ist schon genascht. So. Drei Rocher zumachen. Und dann haben wir einen Engel fast schon fertig. Ich bin ja ein großer Fan von dieser kleinen süßen Glocke. Also das muss nicht unbedingt sein. Ich finde die nur also gerade mit dem Metallic gefällt die mir so gut, dass ich die momentan fast überall mit drauf packe. Und ich tue sie jetzt da einfach hier unten zwischen meinen Stempelaufdruck. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ja, steht auch gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet, und über ein Abo, einen Kommentar und ein Däumchen würde ich mich riesig freuen. Ja, bleibt inspiriert. Bis dann, eure Tanja.